loslegen? Freilich. Dann schauen wir mal. Ne? Also, hallo Leute. Ne? Wir müssen ja mal wieder an meinem Roller ran, weil wir müssen das Werkzeug, hat der Jürgen selber herstellen müssen, an meinem MP3 500 HPE. Ne? Und das werden wir heute mal ein wenig dokumentieren, und weil der Jürgen das Werkzeug ja selber herstellt. Und dann werden wir auch noch die Kupplung und den Zahnriemen austauschen. Und ich schaue schon wieder unter der Brillen durch. Ne, Leute, denkt euch nichts da rein, weil ich sehe unten besser wie oben. Ne? Also dann legen wir mal so langsam los, ne Jürgen, oder? Ja, würde ich mal sagen. Also alles Leute, klar, bis gleich. viel Ciao, ciao. Vergnügen. Wir werden heute bei meinem Piaggio MP3, Baujahr 2020, die Variomatic tauschen gegen eine Lacosta. J-Costa. Oder J-Costa, okay. Hier seht ihr die Gleitbüchse der J-Costa Vario. J-Costa ist ein spanischer Hersteller, der auf ein anderes Wirkprinzip der Vario setzt. In der Mitte ist eine Bronzebüchse eingelassen, sowie am Durchmesser der Steigscheibe sind Bohrungen angebracht, um die Kühlung der Vario zu gewährleisten. Auf der Rückseite der J-Costa Vario befindet sich der Laufteller aus Edelstahl, der gerundet ist, in dem die Gewichte bzw. Fingergewichte aus hochabriebfesten Kunststoff ihre Bahnen ziehen. Bedingt durch die Zentrifugalkraft, das heißt bei erhöhter Drehzahl, öffnet sich die Vario und stellt sich vorne auf klein, die Übersetzung. Und bei geringerer Drehzahl stellt sich die Übersetzung vorne wieder auf groß. Somit hast du einen variablen Antrieb, der ruckelfrei funktioniert. Wir haben dieses System eingehend in den österreichischen Alpen getestet und es für gut befunden. Hatten keine Ausfälle und keine Störungen. Wir haben es nach dem Urlaub dann zerlegt und konnten eigentlich keinen wesentlichen Abrieb feststellen. Also dieses System funktioniert sehr gut. Wo hast du das Icon vorne? Genau da. Ja. Ja. Lang. So Leute, jetzt sind wir wieder da. Jetzt machen wir mal da ein wenig Licht, dass ihr das auch seht. Da ist unten eine Schraube drin. Jürgen, tu mal kurz mit deinem Finger hinhalten. Ja, genau, da Leute, da ist eine Schraube Das ist die drin. Befestigung für den Luftfilterkasten. Also die rechte ist eine Kreuzschlitzschraube und da unten die linke ist eine Standschraube oder Torx. Und den Luftfilter müssen wir praktisch abschrauben, dass wir da an die anderen dann hier rankommen. Das sind auch noch einmal, glaube ich, 4 oder 6 Schrauben. Das werden wir euch aber jetzt gleich noch einmal dokumentieren und noch einmal zeigen. Ich lasse nämlich jetzt extra die Kamera laufen. Ne? So. Nehmt euch eine Magnetschale, dann bleiben die Schrauben auch schön kleben. Es ist magnetisch und da geht nichts verloren. Ja, finde ich auch ein wenig bedenklich, was die da machen, aber naja, ist halt so.
jetzt auch die Leute alle sehen, wo wir da rumschrauben, ne? Hier den Deckel abmachen. Magneto. Da tut er euch am leichtesten, wenn er mit so einem kleinen Magnetenschrauben raus tut. Und vor allem, wenn euch eine Schraube runterfällt, einfach nur flupp. Ja, Da braucht ihr euch nicht bucken. das ist. Ich habe mir vom Stahlhändler meines Vertrauens 2 Edelstahlbolzen mit 8 mm Durchmesser anfertigen lassen, bzw. zuschneiden lassen und habe sie dann im Endeffekt zu einem Blockierwerkzeug für die hintere Kupplung des MP3-Rollers angefertigt. Hier seht ihr, wie ich sie in die 2 Bohrungen, wie ihr seht, oben und unten einführe und somit hinten in die Öffnungen der Kupplungen die Bolzen einführe und somit im Endeffekt die Schraube blockiert bzw. die Kupplung blockiert ist. Somit könnt ihr dann die dementsprechende Zugmutter auch öffnen. Bitte nehmt keinen Schlagschrauber oder sonstige Utensilien. Bitte nehmt eine Ratsche oder einen Knebel mit Verlängerung. Weil ich hatte mich jetzt schon geplagt, weil wieder in der Fachwerkstatt irgendein Vollprofi die hintere Mutter mit dem Schlagschrauber angezogen hat. Und auf diese Schraube ist ein Drehmoment von 100 Newtonmeter angegeben. Also man braucht hier nicht rumhauen wie ein Elch, sondern man kann das auch mit einem ordentlichen Drehmomentschlüssel anziehen, was natürlich auch für die Lager bzw. für die Hinterachse am besten ist. Oh, Alter, die haben doch einen Schlag, die haben das mit dem Schlagschrauber angeknallt. Ey, das ist doch ein Witz. Der Jürgen hat ein bisschen mit dem Gummi mal da drauf. Weil normalerweise sollte das leichter gehen. Aber die ist schon. Kommt's langsam oder werden wir es warm machen? Ah, der Jürgen hat es doch geschafft. Aber mit roher Gewalt, wohlgemerkt. Also so sollte es nicht sein, dass die Schraube mit dem Schlagschrauber angezogen wird, sondern sie sollte eigentlich mit dem Drehmomentschlüssel mit 100 Newtonmetern angezogen werden. Ja. So Leute, Jürgen, du mal schnell nochmal hier halten bitte, weil wir haben die Kamera ein wenig später eingeschalten. Das Teil da ist für den Rückwärtsgang, wie ich vorhin schon gesagt habe, und da ist hier eine Schraube, hier eine Schraube und hier eine Schraube. Und dann kann man das zur Seite wegnehmen, wenn man die Schrauben raus hat und kann den Stecker abziehen. Ne? Also wenn, dann musst du hier dagegen drücken. Ja, so, genau so. Ja. Sind 6 oder 8 Schrauben, ne, Jürgen? 1, 2, 3. Und wir müssen dann alle im Drehmomentschlüssel wieder angezogen werden. Guten Morgen. Stört das Motorrad? Keine Antwort. Keine Antwort, noch eine Antwort. Stört das Motorrad? Nee, gut. Gut. 3, 4. Und bis euch da am besten beim
Ich habe mir die beim Louis besorgt, das sind Magnetschalen für Schrauben, da gehen dir die Schrauben auch nicht verloren. Ja? Und am besten die Schrauben, die Gehäuseschrauben alle wegen extra halten. So, 3, 4, 5. Ja. Da ist keine mehr, da ist noch eine. So, das ist ja die. Räumt euer Werkzeug gleich mal auf, dann findet ihr eure Nüsse auch wieder. Das 10er gewesen sein. Ja. Oh. Dann die 4 Schrauben vom Gehäuse innen noch lösen, beziehungsweise entfernen. Eins, 2, 'Oder so. Mein großer Filmemacher Roy hat sich wieder neues Equipment besorgt. Ja. Aber er spielt nicht so arg rum, also kriegen wir irgendwann eine Überbelichtung drauf. Ja, aber ich habe ja gerade ausprobiert, welche Ding von der Entfernung fürs Licht am besten ist. Deswegen habe ich jetzt 3-mal drauf gedrückt und nochmal geschaut, bis zum Blinken. Bin mal gespannt, wie lange der Akku da hält. Von dem Licht. Fast besser wie jedes andere Licht so. Ja, ne? Das andere blendet bloß. Ja. Die 2 langen Schrauben. Die 2 langen Schrauben vorne. Und die kurzen Schrauben 2 Stück hinten. Ja, so, um das mal zu vergleichen. Gut. Dann die eine Schraube da unten noch. So, und jetzt müsste der Wartedeckel eigentlich los sein. Hört sich auch so an. Hört sich auch so an. Ja, da kommt er doch schon, der liebe Freund. Und den Deckel müsst ihr vorsichtig hinlegen, wegen dem Kabel, was da dabei ist. Ja, warte. Ja. Und bist du Anlasser. So, gut. Dann kann man das Teil nochmal abnehmen. Ja, da siehst du, dass die nicht richtig anliegt. Ja. Bei der anderen liegt es wahrscheinlich. Gib mir mal eine Schleifleinen. Aber? Eine Schleifleinen. Was ist das? Schleifpapier oder was? Ja, was? Warte mal, das müsste da hinten irgendwo liegen. Ja, Kilowatt. Mario ist offen. Ist schon offen, die ganze Geschichte da. Welches willst du? So. Die Beläge ein bisschen anschleifen, um Verglasungen zu vermeiden. Die kann ja mal weg, so, oder? Ja.
Obwohl die Auflagefläche von der Kupplung eigentlich gut ausschaut. Ja, also wie gesagt, das ist eigentlich genau in der Mitte und sind genau 3 cm Auflage. Aber ich raue jetzt die Beläge noch mal ein bisschen auf. Immer noch ein bisschen Höhe, ne? Hä? Schaut immer noch ein bisschen höher aus. Ja, aber nicht wesentlich. Also eigentlich nur dieser Ring hier. Ja, hier sind die 2 Nuden, wie ihr seht, in dem Lüfterrad. Hier und hier. Und da können wir dann praktisch das Werkzeug einsetzen. Ich halte, das ist das Kreuzchen. Also dass du die Finger nicht einklemmst, ne? Man braucht da auf jeden Fall einen Knebel, weil die ist mit 160 Newtonmeter angezogen. Okay, kannst du auch machen. Ich hoffe, dass wir das jetzt auch kommen, weil ich davor gestanden habe. Aber wenn nicht, wir haben es auf jeden Fall mit der anderen drin. Ja, so haben wir, habe ich jetzt da irgendwas gestochen oder was? Jetzt mir auf einmal juckt am Arm. Einmal. Denk dran, dass du die Dinge merkst. Ja. Und die kann ich wieder neu. So ganz. Und Die zuerst? Nein, die und dann die. nein, das Problem ist, ich habe das auf dem Ding aber wieder nachgeschaut, die kommen nach innen rein, auf die Ja, also doch zuerst. Beim Zahnbaum. Die kommt praktisch da auf die Verzahnung drauf. So. Hoppala. Nee. Das ist die da. Das ist der Schraube. Warum drauf? Das ist die größere. Und die kann man mit da rein. Genau. Ja, die kann dann praktisch da drauf auf die Vario. So, gut. Dann hätten wir einmal das Lüfterrad entfernt, ohne die Steuerkette übermäßig zu belasten. Dann nimmt er einfach den Riemen und nimmt die ganze Einheit raus. Roy, würdest du mit dir mal bitte abnehmen? Liegst einfach über auf die Werkbank. So, gut. Dann lang dahinter die Vario. Ganz schön warm an. Nachdem die Variomatik und die Kupplung ausgebaut sind, reinigt die inneren Bauteile des Variodeckels oder des Variomatik-Gehäuses mit Bremsenreiniger, um halt im Endeffekt die Staubspuren des Antriebsriemens zu entfernen und die Staubbelastung in dem Gehäuse zu minimieren. Wer Ordnung hält, schafft immer eine vernünftige Basis. Ach, was wir nicht haben, ich wollte doch mal so einen Stift kaufen. Ja. Drehrichtung Riemen nicht vergessen, weil den hat es nämlich abgeschliffen, der ist jetzt nicht mehr sichtbar. Ja, und von daher, wenn ihr das einmal, wenn ihr den Riemen weiterverwenden wolltet, immer könnt ihr die Drehrichtung kennzeichnen. So, jetzt nehmen wir mal daher. Dann setzt ihr praktisch dieses Werkzeug hier ein. Und wie ihr seht, rastet es da unten ein. Dann habt ihr hier das Sechskant, der 51er Mutter. Haben aber auch eine Nuss gekauft. Ja, zum Drehmoment fixieren. Und dann löst ihr praktisch diese Schraube mit dem Spezialwerkzeug, Moment, da rastet es ein, um ca. 90 Grad. Ja, schön darauf achten, dass es unten einrastet und dann diese Mutter aufdrehen. Aber nicht komplett entfernen, weil sonst springt euch die komplette Kupplung um die Ohren. Weil da ist eine ziemlich starke Feder drin und im Endeffekt nur um 90 Grad verdrehen, damit die entlastet ist. Und dann
dieses Werkzeug umgebaut. Dann nehmt ihr diese 3 langen M8er Schrauben. Durch die Langlöcher könnt ihr die Breite oder den Durchmesser der Schrauben dann noch verstellen. Dann setzt ihr die praktisch hier auf, so dass Sie unten auf das Metallgehäuse drücken. Dann die Scheibe drauf und dann diese Langmutter. Dann spannt ihr praktisch mit einem 17er Schlüssel spannt ihr dann praktisch das Ganze vor. Ja, bis sie komplett weg ist. Nach unten die 51er Mutter, die könnt ihr dann manuell aufdrehen. Ich habe es jetzt nicht gelockert, weil wir das Rivario schon beziehungsweise die Kupplung schon umgebaut haben mit einer steigeren Feder. Aber wenn ihr die Schraube um 90 Grad gelöst habt, wie ich euch gezeigt habe, könnt ihr dann unter der Vorspannung diese Mutter von Hand lösen. Schraubt das komplett ab und dann dreht ihr praktisch diese Mutter wieder auf und dadurch löst sich dann die Feder beziehungsweise die ganze Verschraubung voneinander. Das schiebt es dann nach oben mit gleichmäßigem Druck und ihr braucht euch nicht plagen. Ja? Das wandert dann praktisch so nach oben und entspannt praktisch das ganze System dann. Und von daher ist dieses Werkzeug wirklich genial für diese Zwecke. Und wie gesagt, einmal angeschafft, dann könnt ihr ja ewig damit arbeiten, weil das ist gut verarbeitet und erfüllt vollkommen seinen Zweck. So. Und dann, wenn ihr dann das System voneinander habt, zieht ihr praktisch diese Schraube heraus. Dann kommt praktisch die Kupplung hoch mitsamt der Feder, dann könnt ihr die Feder rausnehmen. Unten drunter sind dann auch die Aufnahmebüchsen für die Federaufnahme. Also auch Einbaurichtung beachten und die dann wieder dementsprechend einbauen. Dann die Kupplung wieder aufsetzen, dann das Werkzeug aufsetzen, unten die Schraube wieder durch und dann langsam eindrehen. Dann die Mutter aufsetzen und dann halt im Endeffekt nochmal mit dem Werkzeug hier, mit diesen Zylinderkopfschrauben, nochmal drunter legen und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment, was war das? Müsste man auch schauen im Buch, am besten ist das Werkstattbuch sich besorgen, ja, da steht alles das drin. Werkstattbuch und besorgt euch eine 51er Mutter, beziehungsweise Nuss und halt einen passenden Adapter dazu von 3/4 auf Halbzoll und dann könnt ihr das mit dementsprechenden Drehmoment dann auch anziehen. Und könnt es mit dem Werkzeug dann praktisch gegenhalten und drunter. Legt ihr einfach wieder drunter und dann zieht ihr das mit vorgeschriebenen Drehmoment fest. Dann braucht ihr nicht mit Schlagschrauber oder sonst irgendwas übereinander arbeiten. Also habe ich euch das mal gezeigt. Dann wisst ihr jetzt auch, dass das, wie es funktioniert. Alles klar. Also dann. So, dann setzt ihr praktisch die Laufbüchse. Setzt ihr da in dieses Lager ein. Nicht verkanten.
Man sieht ja, die läuft absolut fluffig. Ja, also Jürgen, frag mal deinen Chef, ob wir auch ein wenig Werbegeld kriegen. Weil ich habe nämlich jetzt deinen Rücken gefilmt. okay, sitzt drauf. So, dann können wir jetzt die Kupplung einsetzen. Jürgen, du weißt schon, das nimmt doch meine Kupplung übel, ne? Oh. Tala. Hab ich wieder hingestellt, das war alles dicht, ne Jürgen? Da mit dem Kabel. So, gut. Drehrichtung beachten vom Riemen. Habe ich extra mit Kreide den Pfeil drauf gemalt. Läuft praktisch gegen den Uhrzeigersinn. Ja, also Kurbel dreht so rum. Und dadurch dreht sich das Rad nach vorne. Ja. So, okay. Dann nehmen wir diese Scheibe. Die kommt aus. Jürgen, kurze Pause. Ja, blendet ein wenig dahin, das Licht, aber es kann nicht sein. So, Herr Keller, weiter. Da setzt die Rittellermutter auf. Wie ihr seht, ist hier das leicht abgerundet und mit der abgerundeten Seite praktisch nach innen. So, dann ist die aufgesetzt. Dann die dicke Unterlegscheibe. So, dann die Mutter. Wie war das so? Ja, genau. ...160 und dann 175. Braucht die große, ne? Ja. Soll ich dir irgendwas halten? Moment, ich. Der Riemen darf sich nicht klemmen. Okay. Ja, das ist die Umrollerei von hier. Lache nur in die falsche Ecke. Ja. So, Drehmoment, wie viel? Ja, ich schaue gerade nochmal nach. 160 und 175 mit 27 Drittel. Ja. Bitte schön. Schau aber sicherheitshalber nochmal nach. 160. 160,0 passt. So, dann brauchen wir noch. Soll ich lieber halten? Ja, dass da hinten irgendwie. Das ist nicht auch ganz gut. So, jetzt haben wir. Das halt so auf die Kupplung drücken, ne? Also wegen da unten dagegen halten. Ja, ja.
warte mal. Weil da oben, das drückt mir die Finger, das tut weh. Da liegt halt Holz dazwischen. Hm? Leg einfach was dazwischen rein. Alter. 160. Und jetzt 175. Hau den Kopf nicht an dem Holz. Mhm. 170. 175. Und 75. Passt. Okay, kannst du rausnehmen. Rest. Subi! Kabel weg. Gut. Willst du erst einmal die Kratzung? Du bist ja so schnell, ja, gell? Siehst du das? Jetzt läuft alles immer anders. Durch die Scheibe, was da drin ist. So, dann darf das nicht mit dem Stinken vom Riemen auch weg sein. Dann schauen wir mal noch. Läuft frei. Nimmt sich auch nichts. Gut. Alles klar. Dann schauen wir jetzt einmal, ob das Klingen weg ist. Ich sehe überhaupt nichts. Bräuchte mal dabei. Am Boden da. Du bist zu weit hinten, zu weit oben. Jetzt kommst du langsam in die Nähe. Ja, weiß nicht, wo du schon wieder. Oh, überschrieben. Und 26 ist gesagt, ne? Und dann 26. Ja. ...25, 04, 08, 1. So, jetzt müssen erst die anderen außenrum wieder. Und die müssen dann mit 10 oder 11 Minuten wieder, glaube ich, anzoomen. 11 und 13, genau. Jetzt erst den Rückwärtsgang. Ach so, da brauchst du die Paste noch, ne? Weil du gesagt hast, die haben sie irgendwie ein wenig gelockert. Da stimmt was nicht, Jürgen. Ja, der ist gespannt. Da muss man aufpassen, dass der nicht rausrutscht da hinten, ne? Muss erst oben wieder den drauf machen. Ne?
Ja. Machen wir gleich einen Rückwärtsgang noch ein. Standwille. Klick. So, gut. Sehr schön. Dann wieder drauf. So ist, ne? Bloß dass irgendwie irgendeine Stimme hat nicht. Der ist ja nur locker. Ja, trotzdem, der kann das so. Aber das Kabel oben haben wir so, hier so, normalerweise ist das immer gewesen. Hier. Und dann den Stecker Ja, da aber dann oben. hast du so einen Klick drin. Ja, aber irgendwie, weil das mal so höher steht. Deswegen wie sonst. So. Also das war normalerweise immer da so aufklicken. Deswegen wundert es mich. Ja, das kann nach hinten gehen schon. Ja. Der schiebt es automatisch hin. Ja, also dann machen wir schon mal den Finger fester. Ja. Dann was da, was man auf so wie beim Ratschen. Okay. Ja, was Auch von alten Hause jetzt gleich noch können, dass die passt. Ja, ich war bloß vorsichtig. Ich hab nicht gewusst, ob sie gut sieht. Ja. Ja, wenn wir bloß noch da. Warte. Hast du eine Sicherungspaste drauf? Da brauchst du jetzt keine. Ich habe bloß da hinten, die nicht richtig gut gezogen haben. Ja, das gemacht. Gib mir mal die Bohrmaschine, weil die brauchen wir ja eigentlich noch nicht. Dann liegt sie noch nicht im Weg rum. Den Strom können wir ja noch da lassen. So, okay. Jürgen, wo kommt der Ding hin? Ja. Nicht Nur mal wieder gibt es ja, der liegt drüben auf der Werkbank. Die Höhe dafür. Nee.
Ja, so. Gehäuseschrauben, was war das wieder für Drehmoment? Ja, Was? die Gehäuseschrauben, was war das wieder für Drehmoment? 11 und 13 glaube ich, aber ich schaue schnell nochmal nach. Ich mach bloß die Bohrmaschine durch. Sieben Schrauben, M6, 11 und 13. Ja, da unten irgendwo muss noch nicht sein. Hast du noch nicht reingeschaut oder was? Ja, soll vorkommen, Jürgen. Hm. Wieso machen sie eigentlich da so kurze Schrauben rein, wenn sie lange Bohrungen reinmachen? Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Gibst du mir mal den Deckel? Aber klar gebe ich dir eine auf den Deckel, wenn du das haben willst. Gehäuse mit 7 und 9 festschrauben, Jürgen. Du musst oben wahrscheinlich welche Kabel und welche Luftfilter da oben musst du Obacht geben. Jürgen. Da oben ist doch irgendein Schlauch gewesen für einen Luftfilter. Was nicht wieder gelegt ist oder war. Hab ich nicht Obacht gegeben. Ja, was runtergelegen. Hm. So. Passt. Nicht sauber. Aber da ist doch irgendeine Klemme, weil doch da irgendwas sickert. Ja, aber die Klemme ist kaputt. Wieso ist die kaputt? Die hat zwar irgendwie unten Ja, einzwickeln. müssen wir mal schauen, dass er nichts sagt. Ja. An neue reinstecken, frage ich mal beim. Ja, da können wir den Deckel montieren, die kannst du dann einfach rausnehmen. Hm. Die kann ich ja besagen. Das ist ja nicht das Problem. Brauchen wir das noch? Nein, Schraubensicherung brauchen wir nicht mehr. Wo hast du die immer? Im Schrank rechts oben. Warte mal, müssen wir wieder drauf drücken. Wir müssen das ja, naja, obwohl die läuft ja auch noch mit. Ja. Einmal. Upsala. Wohl zu schnell. Nein, sie läuft noch. Gut. Hä? Start. Halbe Geschwindigkeit wollen wir doch gar nicht. Akku 5%. Dann hau halt auf E.
Zweimal. Und nochmal ausschalten. Akku noch mal schnell wechseln. Und wir wollen ja dann noch auch noch ein bisschen ein Video machen. Ne? Also ein Nachtrag. Ja. Dreimal. Viermal. Ich werde nicht ganz lange. Wenn ich es richtig sehe, weil die ist jetzt komplett drin. Naja, aber die geht komplett hinten rein, die Verschraubung. Und das passt. Aber jetzt die rein. Das geht den so durch nicht mehr an. Ach so, weil das so eine blöde Dingschraube ist. Ja, ich muss das McFill. Nee, ja. Ja, das war B. Weil das hat die falsche Schraube genommen. Edelstahl. Ich will das gleich versuchen reinzuschrauben. Ich muss aber. Warte mal, wo habe ich jetzt die Schlüssel hier? Da ist er. Aber du musst ja wieder das Ding da dazwischen reinbringen. Ja. Weil das war ja im Zwischenraum, ne? Ja. Haben wir. Sieht neu aus. Drückst du mal schon mal, ne? Aber. Ja, und das sind wir jetzt auch. Ah. Sitzt, ne? Ja. Ja, sonst geht man. Sagt meine Frau gestern zu mir, ja, hättest du mich überraschen können. Da sage ich, und? Was ist das, wenn ich dich überrasche und irgendwas mache? Und dann sagst du, die Kohle landet nicht auf dem Konto. Ja, habe ich gesagt, also kann ich nicht einfach überraschen, wenn ich jetzt ein Geld aufzeigen hätte, habe ich gesagt, er hätte es ja machen können, aber so habe ich gesagt. Ja, das ist jetzt erst einmal auch wieder. Ja, weil eigentlich wollte ich ja nächstes Wochenende und ja, willst du nicht lieber mit deinen Kumpels Motorrad fahren gehen? Sag ich, ja, kann ich immer. Sag ich, und mein allerbester Kumpel ist sowieso Motorrad, der ist im Urlaub. Scheiße. Was? Nee, oder? Ja, nimm halt die Ding. Weg. Weg. Schulze? Irgendwo war ich gerade dran. Da hinten sind sie drin. So nach wo hebeln. Nach oben. Guck mal rein. Warte mal. Ah. Oh, Scheiße. Nein. Mach mal erst ein wenig rausfummeln, oder? Die bringst du so nicht raus. Jetzt mach ich die Kamera aus und gib noch nicht auf die Schnauze. Alte Fummelkönige. Das ist
Ich hab gedacht, du hast ja schon fest. Ja, kann man besser. Unten oben musst du besser mit der Lampe. Okay, das ist fest. Nochmal. 6 Euro, ja. Weil der liebe Roy hat nämlich einen Bolzen verloren. Ne? Und jetzt müssen wir da einen neuen Bolzen reinmachen. Ne? Was der Jürgen extra angefertigt hat. Ich mach mal die Schraube auf und drehe in den Karton neu. Was? Drehe in den Karton neu. Ja. So. Und damit man mal sieht, was das für ein Gefummel ist, habe ich jetzt extra die Kamera da hinten hin. Naja, ist wurscht. So, ich kann neue Karten mal. Bitte machen wir den Rest alles mit der GoPro, muss ja jetzt halten. Was ja auch nicht das Problem ist, will halt meinen Schieber mal ein wenig ein. Aber der Jürgen braucht vielleicht ein wenig Hilfe. Und dann wird das auch wieder ein Problem. Oh, da ist ein Bolzen drin und den müssen wir austauschen, weil da haben wir das letzte Mal notdürftig geflickt mit einer Schraube. Und So, dann 2 Stunden raus. so. Scheiße, ich sehe nichts mehr. Jetzt alle. Kamera wird auch schon wieder warm, aber was soll's. Ja. Man musste mal den halben Auspuff zerlegen und kalt muss er auch sein, der Auspuff. Oh, der Jürgen seiner Lieblingsbeschäftigung nach Schrauben durch die Gegend schmeißen. Ja. Und ich habe auch was dagegen rumgeschmissen. Gehört das da innen drauf, ne? Nee. Das kann da irgendwie in die 2 Dinger rein. Da drin kurz neu. Ach, da. Muss ich denn alles schauen, nicht das Zeug. Ja. Ist wieder drin, Jürgen. Und der Bolzen ist schon wieder runtergeflogen, oder? Das ist der notdürftige Bolzen, wo wir gemacht haben, aus einer Schraube. Ne? Weil mein Schrauberkönig da, ne? Er hat für alles immer eine Lösung parat. Ne? Die heben wir einmal auf. Kann man vielleicht was gebrauchen. So. Drin. Was? Jetzt schon drinnen? Ja. Ey, willst du mich verkackeiern oder was? Ja, wenn ich gescheit Mechaniker arbeiten, dann geht es halt auch fix, ne? Ich halt. Und? Da ist er. Sitzt und sitzt. Sitzt und sitzt. Gut, dann passt das. Hat die Schraube da schon wieder fest? Nein, noch nicht. Ah.
Hey Leute, habt ihr das gesehen? Ja. Schon wieder mit seinen Muckis rum. Will mich beeindrucken, hat aber ein Problem. Mich kann man nicht beeindrucken mit Muckis. So, dann schauen wir die Scheiße wieder drauf. Was ist denn hinterher? Nee, tiefer. So. Weil der Rein hier die Hab ich doch wieder neu gemacht gehabt. Aber nicht gescheit. Rolle, den kannst du nicht besser neu machen. Natürlich geht Ich hab ihn doch schon, der war richtig drin, ich hab mir ja gedreht extra. das ist das, wenn man so Mechaniker daran lässt. Hey Alter, ich glaube, du brauchst ein paar Prügel, oder? Du schreist nach Prügel vor dem Urlaub noch, bevor du in Urlaub gehst. Mach die mal warm, nicht, dass du verletzen lässt. Ja? Mach die mal warm, nicht, dass du verletzen lässt. Meine Hand, ey. Ich weiß, furchtbar Milchkerl. Das ist halt, wenn man am Bolzen exakt arbeitet, dann flutscht er halt auch rein. Aber da ich das letzte Mal von meinem lieben Roy die falschen Maße erhalten habe, mit 14 mm Durchmesser und 53 mm lang, obwohl die Passung bloß 50 mm lang ist, bin ich einer Falschinformation unterlegen. Richtig, aber ich habe nur das gemacht, was im Internet gestanden war. Ich habe dir nur die Beschreibung vom Internet drüber geschickt. geschickt. Hat das wieder professionell gemacht, hat es halt gemessen und dann festgestellt, okay, das Ding ist 50 mm lang, hat sich eine M14er Schraube mit 120 mm gekauft, hat diese Schraube abgesägt und hat den Bolzen dann als Halterungsbolzen genommen. Hat gekostet 2,88 € und Originalbolzen kostet 20 €. Richtig? Jetzt könnt ihr euch mal überlegen, was er macht in Zukunft. Ja, das ist richtig. Aber wenigstens hat er es nicht so gemacht, wie er sonst immer macht, weil sonst sagt er immer 28, weißt du, und das ist immer total übertrieben. Ne? Heute hat er es einmal wenigstens anständig erklärt, 50 cm. Ne? Du bist der Blödmann, was du das? Habt ihr das gehört? Ich hoffe, der schneid's rein. Damit ich dann was in der Hand hab, dann kann ich sagen, der verklagt, der hat gesagt, ich bin blöde. Ich habe nicht gesagt, dass du blöde bist, ich habe gesagt, dass du ein blöder Mann bist. So Leute, wir sind für heute fertig. Ne? Und, aua! Was machst du denn schon wieder für Zeit? Mann, ey. Ne? Wir sind Ich kann das nichts machen lassen. für heute erst einmal fertig. Warum ihr Blinder, weißt du? Richtig, ja. Und damit verabschieden wir uns aus der Schrauberbude hier noch einmal. Ne? Und ich suche jetzt einfach einmal so rum und sage einmal Tschüss, Leute. Und der Jürgen, der muss auch noch Tschüss sagen. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal in unserer Schrauberbude.